Hallo liebe Häkelfreunde, ich hoffe, ihr hattet eine schöne und erholsame Sommerzeit. Ich melde mich heute mit diesem wunderschönen Tuch zurück, hoffe es gefällt euch und wünsche euch viel Spaß und Freude beim Nacharbeiten. Heute verwende ich diesen wunderschönen Bobbel mit dem Namen Träumerle von Meine Bobbelträumerei. Dieser Bobbel hat nur 700 Meter Lauflänge, da Sabine sich ein Kindertuch gewünscht hat. Ihr könnt den Bobbel aber auch mit 800 oder 1000 Metern bestellen und das Tuch so groß machen, wie ihr wollt. Ich bedanke mich an dieser Stelle ganz herzlich bei Sabine Helfer, die mir diesen Bobbel zur Verfügung gestellt hat und den ich natürlich sehr gerne ausprobiere. Die Sabine macht wunderschöne Bobbels mit tollen Farbverläufen und auf Wunsch auch mit Lurex-Fäden in vielen Farben. Ihr könnt euch sogar euren eigenen Farbverlauf zusammenstellen. Ihr findet meine Bobbelträumerei auf Facebook und es lohnt sich, da mal hineinzuschauen. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung unter diesem Video. Ich beginne von innen nach außen und ich nehme eine Häkelnadel Nummer 3,5 und ich starte mit einer Anfangsschlinge. Häkle 5 Luftmaschen, 1, 2, 3, 4, 5 und schließe diese mit einer Kettmasche zum Ring. Häkle 3 Luftmaschen, die zählen als ein Stäbchen und häkle weitere 10 Stäbchen in den Ring hinein. Den Faden häkle ich gleich mit, diesen hier, damit wir den Ring später zusammenziehen können. Und ich häkle meine 10 Stäbchen in den Ring, sodass wir insgesamt dann 11 Stäbchen haben. Und wenn ich das gemacht habe, sehen wir uns gleich wieder. Willkommen zurück. Ich habe jetzt insgesamt 11 Stäbchen, ein Ersatzstäbchen und 10 im Ring und ich wende und häkle wieder 3 Luftmaschen, die zählen als erstes Stäbchen und dann brauchen wir 2 Luftmaschen für den Abstand, da wir jetzt Kästchen häkeln. Und dann kommt in die nächste Masche hier, diese ist schon besetzt, in die zweite kommt ein Stäbchen, dann folgen 2 Luftmaschen und wieder ein Stäbchen ins nächste Maschenglied, 2 Luftmaschen. Und in jedes Stäbchen der Vorrunde kommt wieder ein Stäbchen, nur dass diesmal dazwischen immer 2 Luftmaschen kommen und dadurch erhalten wir 10 Kästchen. Immer 2 Luftmaschen dazwischen.
Und das letzte Stäbchen kommt in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens aus der Vorrunde. Und wenn wir das nachzählen, müssten wir 10 Kästchen haben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und wir wenden wieder, beginnen mit 3 Luftmaschen und häkeln jetzt in jede Lücke, die kommt, 3 Stäbchen in die Lücken. Je 3 Stück in jede Lücke. Wir haben jetzt hier ein Ersatzstäbchen und dann in jede Lücke 3 Stäbchen und das machen wir bis zum Ende der Reihe und da sehen wir uns gleich wieder. Willkommen zurück, ich bin beinahe mit der Reihe fertig. In der letzten Lücke machen wir das so. Wir machen 2 Stäbchen in die Lücke und ein Stäbchen in die dritte Luftmasche, von unten gezählt, 1, 2, 3, in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens und wir haben jetzt inklusive Ersatzstäbchen 31 Stäbchen. Ich habe deshalb am Anfang trotzdem 3 in die Lücke gemacht, sodass wir ein Stäbchen mehr haben, weil wir eine ungerade Maschenzahl brauchen. Wir haben also 31 Stäbchen und wir wenden wieder. Und jetzt häkle ich 3 Luftmaschen, die zählen wieder als ein Stäbchen und noch einmal 3 Luftmaschen für den Abstand, also insgesamt 6 und häkle in jedes zweite, das kommt, in jede zweite Einstichstelle, also eine auslassen. Diese erste ist schon besetzt, die zweite lassen wir aus und in die nächste kommt ein Stäbchen, 3 Luftmaschen, 1 auslassen, ein Stäbchen, 3 Luftmaschen, eine immer auslassen und dazwischen immer 3 Luftmaschen und in jede zweite Masche häkeln wir ein Stäbchen. Das Ganze sieht dann so aus. Wir erhalten wieder Kästchen und das machen wir bis zum Ende der Reihe. Und da sehen wir uns gleich wieder. Willkommen zurück. Das Ganze sieht im Moment so aus. Ich bin noch nicht ganz fertig mit der Reihe. Ich habe noch 3 Luftmaschen gemacht und das letzte Stäbchen kommt wieder in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens aus der Vorrunde und es sind genau 15 Kästchen entstanden. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Und wir wenden wieder. Die nächste Reihe beginnt wieder mit 3 Luftmaschen und ich häkle in die erste Lücke 3 Stäbchen. Sodass wir hier 4 Stäbchen haben und dann häkle ich in jede Lücke, die kommt, 4 Stäbchen. 4 Stäbchen in jede Lücke und das machen wir bis zum Ende der Reihe und da sehen wir uns wieder. Bis gleich.
Willkommen zurück, ich bin beinahe mit der Reihe fertig. In die letzte Lücke mache ich es so, da häkle ich 3 Stäbchen in die Lücke hinein und dann eins wieder in die dritte Luftmasche von unten gezählt. Das letzte Stäbchen, wir haben jetzt 15 Vierergrüppchen, das ergibt 60 Stäbchen. Und wir wenden wieder und häkeln zunächst 3 Luftmaschen, die zählen als ein Stäbchen, und häkeln jetzt ein Stäbchen in diese Lücke zwischen den Grüppchen, ein Stäbchen, 3 Luftmaschen und noch ein Stäbchen in dieselbe Lücke. So entsteht ein V. Das ist das Ersatzstäbchen und hier haben wir ein V. Und wir häkeln jetzt lauter solche V in die Lücken, also wieder ein Stäbchen, 3 Luftmaschen, ein Stäbchen in dieselbe Lücke. Jetzt haben wir 2 solche V. Hier kommt keine Luftmasche, sondern direkt ein Stäbchen in die nächste Lücke, 3 Luftmaschen und noch ein Stäbchen in die Lücke. Jetzt haben wir ein Ersatzstäbchen und 3 V. Und wir machen jetzt in jede dieser Lücken solche V hinein. Immer ein Stäbchen, 3 Luftmaschen, ein Stäbchen. Und das machen wir bis zum Ende der Reihe. Und da sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich habe genau 14 solche V gehäkelt und am Ende der Reihe brauchen wir noch ein Begrenzungsstäbchen in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens. Das sieht dann so aus, wir haben am Anfang ein Begrenzungsstäbchen, dann 14 V und am Ende wieder ein Begrenzungsstäbchen und wir wenden wieder. Die nächste Reihe beginnt wieder mit 3 Luftmaschen, das ist unser Begrenzungsstäbchen und jetzt häkeln wir in die V's hinein und zwar in jedes V häkeln wir 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und noch einmal 2 Stäbchen. Das Ganze sieht dann so aus. Im V sind 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen und das machen wir in alle V's, also immer 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen, ins nächste V hineinspringen und wieder 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen. Das sieht dann so aus und das machen wir mit allen 14 V's so. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich habe jetzt genau 14 solche Gruppen gehäkelt und am Ende, und das bleibt jetzt immer gleich, brauchen wir ein Begrenzungsstäbchen und das kommt in die dritte Luftmasche von unten gezählt, in diese dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens aus der Vorrunde und hier laufen jetzt die Begrenzungsstäbchen übereinander, am Anfang der Reihe ebenso immer
die Stäbchen übereinander und wir wenden wieder und wir häkeln wieder unser Begrenzungsstäbchen. Am Anfang ist das ein Ersatzstäbchen und jetzt häkeln wir in das Stäbchen direkt vor der Lücke ein Stäbchen, dann ein Stäbchen in die Lücke, 2 Luftmaschen, ein Stäbchen in die Lücke und ein Stäbchen in das Stäbchen nach der Lücke. Es sieht so aus, wir haben das Begrenzungsstäbchen, ein Stäbchen haben wir ausgelassen, ein Stäbchen in das Stäbchen vor der Lücke, ein Stäbchen in die Lücke, 2 Luftmaschen, ein Stäbchen in die Lücke und ein Stäbchen in das Stäbchen nach der Lücke. Jetzt lassen wir 2 Stäbchen sozusagen aus, 2 Maschen und häkeln wieder in das Stäbchen vor der Lücke ein Stäbchen, dann 1 in die Lücke, 2 Luftmaschen, 1 in die Lücke und 1 nach der Lücke in das Stäbchen nach der Lücke. Und wir springen wieder zu dem Stäbchen vor der nächsten Lücke, häkeln ein Stäbchen in das Stäbchen, ein Stäbchen in die Lücke, 2 Luftmaschen, ein Stäbchen in die Lücke und ein Stäbchen in das Stäbchen nach der Lücke und springen wieder zum Stäbchen vor der Lücke, ein Stäbchen vor der Lücke, ein Stäbchen in die Lücke, 2 Luftmaschen, ein Stäbchen in die Lücke und 1 nach der Lücke. Noch einmal 1 vor der Lücke, 1 in die Lücke, 2 Luftmaschen, 1 in die Lücke und 1 nach der Lücke. Und das machen wir die ganze Reihe so und dann sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich habe wieder alle 14 Gruppen abgehäkelt und am Ende der Reihe kommt wieder unser Begrenzungsstäbchen in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens der Vorrunde, also immer von unten nach oben gezählt. Und wir wenden wieder und die nächste Reihe ist absolut identisch mit der, die wir gerade gemacht haben. Die beginnt wieder mit 3 Luftmaschen und wir häkeln wieder ein Stäbchen vor der Lücke, ein Stäbchen in die Lücke, 2 Luftmaschen, ein Stäbchen in die Lücke und ein Stäbchen nach der Lücke. Und das machen wir wieder mit allen 14 Gruppen. 1 vor der Lücke, 1 in die Lücke, 2 Luftmaschen, 1 in die Lücke und 1 nach der Lücke. Und wenn ihr alle 14 Gruppen abgehäkelt habt, sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich habe wieder alle 14 Gruppen abgehäkelt und am Ende häkle ich wieder das Begrenzungsstäbchen in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens und ich wende wieder und jetzt kommt eine Reihe mit Zunahmen und dazu beginne ich wieder mit 3 Luftmaschen, häkle wieder ein Stäbchen vor der Lücke und häkle jetzt in die Lücke 2 Stäbchen,
2 Luftmaschen und 2 Stäbchen und dann noch eines nach der Lücke, so dass wir jetzt hier 2 mal 3 Stäbchen haben. Noch einmal, wir starten mit einem Stäbchen vor der Lücke, häkeln in die Lücke 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen und dann noch eines nach der Lücke, so dass wir jetzt immer 3 auf beiden Seiten haben. 1 vor der Lücke, 2 in die Lücke, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen in die Lücke und eines nach der Lücke. Und das machen wir wieder mit allen 14 Gruppen so. Und dann sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich habe wieder alle 14 Gruppen abgehäkelt und am Ende der Reihe kommt noch das Begrenzungsstäbchen in die dritte Luftmasche und wir wenden wieder. Und immer nach der Zunahmereihe folgen 2 identische Reihen. Diese beginnt mit 3 Luftmaschen und jetzt häkeln wir vor der Lücke 2 Stäbchen, also in die 2 Stäbchen vor der Lücke, jeweils ein Stäbchen und ein Stäbchen in die Lücke, 2 Luftmaschen, ein Stäbchen in die Lücke und 2 Stäbchen nach der Lücke, so dass wir wieder auf beiden Seiten 3 Stäbchen haben und das geht immer so weiter. Wir häkeln in die beiden Stäbchen vor der Lücke jeweils 1, also 2 Stäbchen vor der Lücke, ein Stäbchen in die Lücke, 2 Luftmaschen, ein Stäbchen in die Lücke und 2 Stäbchen nach der Lücke. Zwischen den Gruppen sind immer 2 Maschenköpfe unbehäkelt. 2 Stäbchen vor der Lücke, ein Stäbchen in die Lücke, 2 Luftmaschen, ein Stäbchen in die Lücke, 2 Stäbchen nach der Lücke. Das sieht dann so aus und das machen wir diese Reihe und dann noch eine weitere Reihe. Ansonsten genau gleich. Immer an das Begrenzungsstäbchen denken. So wie gesagt, diese und die nächste Reihe sind vollkommen identisch. Und wenn ihr die gemacht habt, sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich habe jetzt insgesamt 12 Reihen erreicht und ihr habt schon gemerkt, also der Mustersatz besteht praktisch aus 3 Reihen immer. Hier hatten wir 3 mal 2er Grüppchen und jetzt haben wir 3 mal 3er Grüppchen und natürlich mache ich noch ein paar Mustersätze mit euch, bis ihr es heraus habt, aber im Grunde geht es jetzt immer gleich weiter. Wir beginnen immer mit 3 Luftmaschen und jetzt kommt eine Zunahmereihe, also die erste Reihe des Mustersatzes ist immer eine Zunahmereihe.
Sie beginnt gleich wie die vorige mit 2 Stäbchen vor der Lücke. Und jetzt häkeln wir in die Lücke wieder 2 Stäbchen. Zwei Luftmaschen und 2 Stäbchen. Und 2 Stäbchen nach der Lücke. So dass wir jetzt auf beiden Seiten 4 Stäbchen haben. Wir häkeln unsere 2 Stäbchen vor der Lücke, 2 Stäbchen in die Lücke, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen in die Lücke und 2 Stäbchen nach der Lücke und verbreitern sozusagen von 3 Stäbchen auf 4 Stäbchen. Und das machen wir wieder die ganze Reihe so. Und dann sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Nach der 13. Reihe sieht das jetzt so aus. Und die Reihen 14 und 15 sind wieder identisch. Sie beginnen mit 3 Luftmaschen und jetzt häkeln wir vor der Spitze 3 Stäbchen, also vor der Lücke 1, 2, 3, ein Stäbchen in die Lücke, 2 Luftmaschen, ein Stäbchen in die Lücke und 3 Stäbchen nach der Lücke. So dass wir wieder auf beiden Seiten 4 Stäbchen haben. Also wieder 3 Stäbchen vor der Lücke, ein Stäbchen in die Lücke, 2 Luftmaschen, ein Stäbchen in die Lücke, 3 Stäbchen nach der Lücke. Hier dazwischen, diese Abstände bleiben immer gleich. Das sind immer 2 unbehäkelt. Und das machen wir diese Reihe und noch eine weitere Reihe. Und dann sehen wir uns wieder. Bis dann. Willkommen zurück. Nach 15 Reihen sieht das jetzt so aus. Wir haben 3 Reihen mit 4 Stäbchen. Und jetzt machen wir wieder eine Zunahmereihe und erhöhen auf 5 Stäbchen. Wir beginnen wieder mit 3 Luftmaschen. Wir lassen immer das erste Stäbchen unbehäkelt, häkeln Stäbchen bis zur Lücke, in diesem Falle 3. Und die Zunahme machen wir, indem wir in die Lücke 2 Stäbchen, zwei Luftmaschen und 2 Stäbchen machen und dann nach der Lücke wieder 3 Stäbchen, so dass wir jetzt 5 Stäbchen auf beiden Seiten haben. Dann immer 2 unbehäkelt lassen, dann seid ihr immer richtig. 3 Stäbchen vor der Lücke,
und diese Runde oder Reihe 2 Stäbchen in die Lücke, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen in die Lücke und 3 Stäbchen nach der Lücke. Und das machen wir wieder die ganze Reihe so. Und dann sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Nach der 16. Reihe sieht das so aus. Wir haben auf 5 Stäbchen erhöht und die nächsten beiden Reihen sind wieder identisch. Sie beginnen mit 3 Luftmaschen. Das erste immer unbehäkelt lassen und jetzt haben wir schon 4 Stäbchen bis zur Lücke. Und ein Stäbchen in die Lücke, also wieder 5. 2 Luftmaschen, ein Stäbchen in die Lücke, 4 Stäbchen nach der Lücke, zwei unbehäkelt lassen, dann seid ihr immer richtig. 4 bis zur Lücke. In die Lücke, 2 Luftmaschen, 1 in die Lücke und 4 nach der Lücke. Das sieht so aus und das machen wir wieder diese Reihe und noch eine weitere Reihe und dann sehen wir uns nochmals wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Nach 18 Reihen sieht das Tuch jetzt so aus und ich denke, ihr habt das Prinzip schon heraus. Es sind immer dieselben 3 Reihen. Wir erhöhen jetzt in der nächsten Reihe auf 6 Stäbchen, dann folgen wieder 2 Reihen ohne Zunahmen und jede dritte Reihe ist eine Zunahmereihe und so werden diese Zacken immer breiter und breiter und das macht ihr so lange, bis das Tuch die gewünschte Größe erreicht hat. Beziehungsweise ich würde ca. 15 Gramm des Bobbels übrig lassen, damit wir oben am Halsrand dann noch eine kleine Abschlussreihe häkeln können. Und wenn ihr so weit gekommen seid, sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Ich habe fleißig gehäkelt. Mein Bobbel ist beinahe aufgebraucht. Wie gesagt, dieses Tuch wird etwas kleiner, da es nur ein 700 Meter Bobbel ist. Eures wird vermutlich etwas größer und ich hatte am Ende 13 Stäbchen, aber wie gesagt, ihr könnt das immer weitermachen, so groß wie ihr es haben wollt. Einfach, wenn ihr merkt, jetzt ist der Bobbel beinahe fertig, dann wenden wir sozusagen nicht mehr, sondern drehen das Tuch herum, sodass die Halskante jetzt oben ist und wir häkeln von links nach rechts in sogenannten Krebsmaschen, die werden also rückwärts gehäkelt. Ich beginne mit einer Luftmasche und ihr seht hier lauter Randstäbchen und um diese Randstäbchen arbeiten wir jetzt und zwar steche ich
in die erste Lücke ein, sozusagen rückwärts, hole den Faden durch und masche die beiden Fäden ab, häkle 2 Luftmaschen, steche in die nächste Lücke ein, hole den Faden durch, masche die beiden Fäden ab, 2 Luftmaschen und so machen wir das zunächst einmal bis zur Mitte des Tuchs und da sehen wir uns gleich wieder. Willkommen zurück, ich bin beinahe in der Mitte des Tuchs angekommen, da wo wir das Tuch begonnen haben, und ich mache eine feste Masche, also rückwärts gehäkelt, eine Krebsmasche direkt vor der Mitte, häkle 2 Luftmaschen, lasse jetzt diesen Ring hier aus und mache die nächste Masche, die nächste Krebsmasche nach dem Ring und dann geht es wie gewohnt weiter, Lücke für Lücke, dazwischen immer 2 Luftmaschen und wir sehen uns am Ende der Reihe wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Ich habe jetzt die Reihe beinahe beendet, also bis zur letzten Lücke diese Krebsmaschen gemacht, mit dazwischen immer 2 Luftmaschen und am Ende häkle ich noch eine Luftmasche, schneide den Faden ab, ziehe ihn heraus und ziehe ihn fest und das solltet ihr natürlich schön hinnähen hier und hier noch den Faden vernähen. Und dann ist unser wunderschönes Sternentuch fertig. Liebe Häkelfreunde, ich bedanke mich wie immer herzlich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr habt viel Freude mit diesem wunderschönen Tuch und mein nächstes Video ist schon in Arbeit. Eure Karin aus dem Ländle.